But in this video, Lorenz would like to talk about a few French sources, out of which De La Chapelle may be the most important ones. Genau. Okay, so let's just dive into that and see what he has to say about this. Eines der stärksten Argumente gegen diese Doppelschlagstheorie besagt, wie ist das bei der Messung von ganzen Dreiertakten mit Hilfe eines Doppelschlages? Dann steht ja das Doppelte, das Hin und Her, das 2 gegen das 3 des Taktes. Ja. Und das ist ja sehr unpraktisch. Yeah, that's also a question that I had. How are you going to use that in a triple meter? Ja. Da kann man zunächst einmal auf die Geschichte des Begriffs Takt und Dreiertakt, Zweiertakt eingehen. Der Zweiertakt wird auch Taktus equalis genannt. Equalis, equal, gerade und ungerade. Atmung, oder? Ja. Der Abschlag gleich, equal, Aufschlag. Und der Dreiertakt wird in der alten Zeit Taktus inequalis genannt. Und schon diese Bezeichnung inequalis bedeutet eigentlich das Dirigieren in 2 Schlägen. Also auch den Dreier hat man eigentlich in einem Ab- und in einem Auf geschlagen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And are there many sources pointing to that? Genau. Also eine Quelle wäre zum Beispiel wieder Lafillard, der sagt, man solle zum Beispiel den 6/4-Takt in 4 Schlägen, in 4 inequalen, ungleichen Schlägen dirigieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir 2 Takte, die inequal sind. 2 Dreiertakte mit 1, 2, 3, 1, 2, 3 und so weiter. Ja. Oder Frayon-Ponsin sagt in seiner Messung von Dreiertakten, kommt die Bezeichnung un temps et demi. Also eine Zeiteinheit, Zähleinheit und dann noch die Hälfte davon. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja. Das ist inequalis. So 2 beats and then Genau. 1 beat. 1, 2, 3. 1, Genau. 3. Okay. Ja, also im Grunde genommen ist die Idee, Taktus besteht immer aus einem Ab und Auf. Beim Binär ist es die Gleichzeit oder die gleiche Länge von Ab und Auf, und beim Dreier ist der Abschlag doppelt so lang wie der Aufschlag oder umgekehrt. Does that mean that the slower triple meters are not a single beat and the faster are double beat, or is there no difference on that? Würde ich jetzt nicht sagen. Or is no connection between? Nein, es geht jetzt nur einmal um die Direktion, um das Dirigieren. Das ist etwas anderes als die Messung, das Maß, die Bestimmung des Zeitmaßes muss nicht mit der Dirigierbewegung. That's interesting because I remember reading Talsma. He makes the connection very strong that the metronome is a kind of indication how the conductor is. But that's something Nein, das wäre auch wieder ein Thema. Man kann sagen, das Zeitmaß ist einfach eine metrische Festlegung einer Dauer. Und aus der kann dann die Dirigierweise abgeleitet werden. Okay. Man muss unterscheiden zwischen metrischer Angabe einer Zeitdauer und einer Art Taktmesser, der wirklich die Schlagbewegung darstellt. Okay. Ist nicht dasselbe. And then De La Chapelle. Genau. Bei La Chapelle. De La Chapelle. Alexandre. Er macht als erster die Bemerkung, dass man bei den Pendelnotationen eine Reduktion von 3 Schlägen, wo man 3 einzelne Schläge mit dem Pendel darstellt, auf 2 Schläge eines Dreiertaktes vornehmen kann. Can you repeat that again? Just to say. Also
Er gibt eine Notation, zum Beispiel einen Dreivierteltakt, Ja. und gibt die Notation an punktierte Viertel und sagt dazu, diese punktierte Viertel zeigt an die beiden Schläge, womit der Dreiertakt gemessen wird. Dieser Dreivierteltakt wird mit 2 Schlägen des Pendels gemessen. Oder Okay. mit 2. Und So if he has, of course, how does he indicate that? Because er zeigt das an mit einer punktierten Viertelnote, bei einem Dreivierteltakt. Siehst du hier eine punktierte Viertelnote? Ja. Und das Zeichen bedeutet, das Pendel schlägt 2 Schläge für diesen ganzen Takt. Und meint die Dauer des ganzen Taktes. Also der ganze Dreiertakt wird gemessen mit 2 Schlägen. Und angezeigt wird dieses Messverfahren mit dieser punktierten Viertelnote. Das ist ja genau die Ja. Hälfte des Dreivierteltaktes. and is that something that is very easy to apply in practice? Because for me it seems very theoretical now. How are Ja. you going to do that in practice? Im Grunde genommen ist es in der Praxis dann ganz einfach, wenn ich an diesen Taktus in Equalis denke. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wir haben das Pendel. Ein bisschen höher. Und jetzt, Maybe so. ja, also lassen wir das mal schwingen. Ja. Und jetzt mache ich aus einem Doppelschlag, das ist jetzt das Maß eines Dreiertaktes. Ja. Und ich finde das Maß, indem ich einfach Ciao. sozusagen Ciao. den Aufschlag verzögere. 1, 2, Das geht eigentlich sehr einfach. Eh? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Of course, that's much harder with the metronome ticking. Ja, When the metronome is ticking, richtig, dann das stört. Ja, das stört dieses 3 gegen 2. Aber hier mit dem Pendel ist es einfach. But in the time where people used the metronome, so in the early 19th century, you have the same praxis, you have the same. Richtig. Nach meinem der- Dafürhalten kommt das im 19. Jahrhundert dann eben auch noch vor. Ich hätte ein anderes Beispiel aus der Barockzeit von Choquel. Barockzeit, das ist Also, Sie- das wäre